Ich habe mir goldene Schuhe gewünscht. Und das sind meine ersten Tango-Schuhe. Und jetzt pinsel ich die einfach gold, statt mir neue zu kaufen. Ja, servus. Seid schon da? Ich als Mann muss immer schauen, dass meine Partnerin einfach aussieht wie eine Prinzessin und gut aussieht. Ui, du, jetzt bleib doch mal. Ja, fein. So ist gut. Gehen. Habe dann auch angefangen, die Zeiten zu notieren. Also Buenos Aires, das waren so um die 8 Monate. Und 1000 Stunden habe ich da insgesamt getanzt. Plus, minus. Also im Tango ist es voll in Ordnung, traurig zu sein. Das ist eine der schönsten Sachen, dass er Raum gibt, dafür so zu sein, wie man ist. Zusammen unterwegs sein, finde ich das Wichtigste. Ich meine, da kann man fragen, ja, was heißt denn zusammen? Heißt es einfach Körperkontakt haben oder ist eben vielleicht noch mehr da? Also die Umarmung, diese Weichheit. Es ist was ganz Liebevolles auch. Dieses Magische, dass zwei Menschen zusammen in der Musik eins werden können. Und was ganz Neues entstehen kann. Ich hoffe schon, dass ich so mindestens 2-mal die Woche wirklich ordentlich tanzen kann. Sonst wird's eng auf Dauer. Da gibt es wahnsinnig viele tolle Frauen, ja, und mit jeder möchtest du am liebsten sofort zusammenziehen. Ich bin kein Gefühlsmensch oder ich betrachte mich nicht als Gefühlsmensch. Ich bin eigentlich eher so der analytische Planer. Und Tango bringt einen ganz anderen Teil meiner Persönlichkeit in mir hervor. Tanzen gehen heißt, also ich fühle mich da lebendig. Lebendiger als in jeder anderen Situation. Der Moment von einer schönen Umarmung, der Moment, wo man mit der Musik verschmilzt, ist so großartig, dass er nicht anhalten kann. Das heißt, danach gibt es irgendwie auf jeden Fall so ein Abfallen, wo es einem fehlt. Also je schöner der Moment ist, desto größer der Entzug danach auch sozusagen. Was ich inzwischen mehr mache, ist nach einem schönen Tanz, der wirklich sehr erfüllend war, dann dieses Gefühl mit nach Hause nehmen. Das ist oft der Moment, an dem ich dann nach Hause gehe und das irgendwie mit ins Bett und schlafen. Kannst du mit dem Begriff perfekte Umarmung was anfangen? Nee. Ich weiß nicht, nee. Ich weiß jetzt nicht, was das sein soll. Ich
Für mich gibt es den perfekten Tanz vielleicht, also den perfekten Moment, den man mit dem Tanzpartner hat. Weiß nicht, also perfekte Umarmung, nein, würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Es ist einfach man trifft aufeinander und man spürt, man hat diese Rhythmik zusammen. Das ist einfach schön, ja. Aber ich sag's deswegen, weil ich das von mehreren Stellen schon gehört habe. So der Unterschied zwischen asiatischen Frauen und den europäischen. Ich habe einfach gemerkt, dass die Frauen dort von Anfang an etwas sensibler sind und genauer das machen, was ich vorgebe. Weil ich tatsächlich überrascht war, wie ich dort angefangen habe zu tanzen, wie, wow, die machen ja genau das, was ich will. Habe ich vorher irgendwas anderes gemacht oder was ist hier los? Ja, warum ist das hier so ultra präzise? Die war also unglaublich sensibel und unglaublich gefühlvoll beim Folgen. Und dann kam ich wieder her und habe wieder gedacht, wow, okay, alles klar. Und da ist einfach ein Unterschied, ja. Die Frauen haben einfach hier so ein bisschen mehr ihren eigenen Kopf. Stammbein ist ein bisschen gebogen, oder? Ja. In diesem neuen Tanz profitiere ich auch extrem für den Tango, was Weichheit anbelangt, auch Stabilität, haltungsmäßig. Für mich ist es eigentlich mittlerweile ein Ganzes. Es ist halt was anderes, ob ich im Studio irgendwie tanze oder ob ich an eine Milonga gehe. Es ist so wie ein halt Perspektivenwechsel. Manchmal ist die Perspektive aktueller und dann wieder eine andere. Und trotzdem fühlt es sich auch so als Ganzes an, irgendwie als Tanzen an sich oder Bewegen, auch Leben schlussendlich. Und das braucht, glaube ich, auch ein bisschen ein sich finden und zudem auch diesen Wunsch, weiterzukommen und in Details reinzugehen, an sich zu arbeiten und nicht einfach nur Spaß zu haben, wobei der Spaß ja dann auch durch das Suchen kommt. Ich finde es manchmal auch anstrengend, geführt zu werden und keinen Bezug zur Musik zu hören, wie diese Person das tanzt. Und auch hier, wie ich sage nicht, das ist falsch oder so, aber ich kann einfach diese Verbindung nicht machen. Das ist unter Umständen sehr anstrengend. Manchmal ist es auch lustig und bereichernd. Das kommt echt sehr auf meine Laune drauf an. So. Aber mit Backpapier kann man auch immer schöne Sachen machen. Ich verwerte immer das Backpapier, was ich beim Kuchenbacken nicht brauche. Und dann kann man da Lampen draus machen. Und wenn man Licht reinstellt, dann sieht man die Tango-Tänzer tanzen. Carlitos und Noelia. Dü, 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 dü. Achso, genau, das ist noch wichtig. Es soll nicht so stramm wie eine Wäscheleine aussehen, sondern eher so ein bisschen, dass sie ein bisschen Spiel haben, aber nicht so, dass man reintanzt. Ruhig so ein bisschen chaotisch hängen, ne? Also so das Laub an den Säulen. So ein bisschen zufällig soll es aussehen.
Wasserkocher. Ja, ich war ja vor 2 Monaten geschäftlich wieder mal in Buenos Aires. Tee-Equipment. Und naja, dann habe ich den Buenos Aires Tango Club aufgesucht. Zuerst mal erfolglos an einem Wochenende, ja, dahin. Im Internet stand, okay, Samstag, geöffnet dann und wann, aber willkommen in Argentinien, es war natürlich keiner da. Dann ein paar Tage später, nach einem langen Arbeitstag, bin ich nochmal dahin und sie waren wirklich da. Bin ich da in, ich weiß nicht, was war es, 6., 7. Stock gefahren und da machen mir zwei alte Herren auf. Und habe ich zu ihnen gesagt, hallo, ich bin der Christian aus Freiburg. Ich habe gehört, ihr habt ganz tolle Musik. Die ganzen Plattenläden in Buenos Aires, die habe ich alle schon 10, 20 Mal aufgesucht. Die haben nichts Neues mehr. Ich brauche was anderes. Das Singen an sich, wenn ich auf der Tanzfläche bin, das ist natürlich. Also, ich höre so ein Lied zum 5000. Mal vielleicht, ja. Bestimmte Stücke werden ja wirklich in jeder Milonga gespielt. Und manche Stücke fand ich so schön, dass ich mir die Texte schon vor Jahren irgendwo aus dem Internet besorgt habe. Habe ich es mir 20 Mal durchgelesen, angefangen irgendwie mitzusummen und ja, wenn dann in der Milonga dasselbe Stück läuft, fange ich auf einmal an zu singen und es fühlt sich super an. Und Nebeneffekt ist meistens auch, dass die Mädels das ganz belustigend finden, im positiven Sinn. A ver, muchachos, quiero alegría, quiero aturdirme para no pensar. La vida es corta, hay que vivirla. Dejando a un lado la realidad, hay que olvidarte del sacrificio que tanto cuesta hacer en el mar. Y en estas noches de parra y risa, ponerle al alma nuevo disfraz. Bevor wir anfangen zu gehen, stellen wir uns natürlich erstmal hin. Schauen, dass unsere Knie locker sind, Hüftgelenke locker. Und wir nehmen Kontakt auf. Enge Umarmung. Dann kommen die Arme dazu. Erinnert euch, der Kontakt ist am Körper. Dann fangen wir an, das Gewicht zu definieren, auf welcher Seite, laufen los. Schaut, wie langsam wir das machen. Vielleicht wackelt auch mal irgendwo ein Fuß oder ein Schritt von uns. Dann merken wir uns einfach, was passiert und passen es an. Wir machen ein paar Schritte, bleiben stehen. Ich glaube, dass in der Gesellschaft, zumindest hier in Deutschland, in Nordeuropa vielleicht, Berührung ein bisschen Mangelware ist. Gerade in der Öffentlichkeit. Es muss immer Gründe geben für Berührungen. Und der Tango gibt eine Möglichkeit in einer ganz akzeptierten Welt. Es ist einfach ein gesellschaftlich akzeptierter Rahmen für Begegnungen. Und dadurch Konfrontation mit sich selber, Konfrontation mit anderen. Und man kann sich enorm weiterentwickeln.
es auch ein Aspekt, der irgendwie eine Rolle spielt, weshalb man so viele bescheuerte Leute im Tango trifft. Und dann kann es eben auch schon mal passieren, dass Menschen vorbeikommen in der Milonga, die ganz, ganz offen sind. Mir passiert es immer wieder, dass Leute, die kommen an und erzählen mir, mein Hund ist gestorben und bla 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 und ach ja, gestern und meine Großmutter und ich hab's so schwer im Leben. Fast ohne Einleitung, fast ohne Kennenlernen. So kotzt dir jemand sein Leben irgendwie vor sich hin und das, glaube ich, passiert einfach nur, weil da schon so eine abgefahrene Atmosphäre ist, weil die Leute sich schon so nah fühlen oder vom letzten Tanz noch so berührt sind, dass eben oft soziale Distanzen nicht gewahrt werden. Und man plötzlich damit konfrontiert ist, dass man selber Distanz wahren muss. Vielleicht, das ist das, was mir oft passiert. Und ich glaube, das ist eben auch was oft dann zur Arroganz beiträgt. So als Follower zum Beispiel habe ich manchmal das Gefühl, ich bin ein Objekt und nicht ein Mensch. Und das fühlt sich ziemlich schlimm an. Ich bin dann da, um irgendwas auszuführen und das ist mich dann auch nicht tanzen. Und da habe ich auch das Gefühl, ich werde als Mensch schon gar nicht erst respektiert. Ich habe mir auch schon mehrmals überlegt, ob ich aufhören soll, wobei das, glaube ich, nicht am Tango liegt, sondern eher an sozialen Umständen. Es ist halt immer auch irgendwie so ein Abfühlen, ne? Ob das irgendwie gerade passt oder nicht. Nein sagen ist schon nicht so schön manchmal, ne? Aber da muss man halt auch zu sich stehen. Ja, da habe ich eingesteckt und das geht irgendwo hin. Das läuft da hinten hin. Ob das irgendwo... Jetzt da? Ja. Geht? Ja. Okay, gut. Das funktioniert. Wenn da einer zuschaut, ist mir egal. Ich habe mal gedacht, das probierst du aus, weil wenn du es nicht ausprobierst, dann wirst du es nicht lernen. Also schön Scheiß bauen, schön viele Fehler machen und dann irgendwann klappt es dann schon. Und dann ist der Moment, dann kommt irgendwann der entscheidende Moment. Das ist dann, wenn du plötzlich merkst,
Ich muss mir keine Gedanken mehr machen. Ich fange an zu tanzen und ich lasse es geschehen. Toll. In der Szene wird ja häufig zur selben Musik getanzt. Und da werden natürlich immer wieder dieselben Klassiker gespielt. Immer wieder. Wenn du dann halt zum 50. Mal auf dasselbe Lied tanzt, dann wird es schwierig langsam mit der Inspiration. Da habe ich mir eben auch gesagt, na also jetzt erst recht, jetzt mache ich auf jeden Fall meine eigene Veranstaltung, weil ich will sehen, ob ich hier wirklich der Einzige bin, der moderne Musik tanzt. Im Tango hat man so diese Vorstellung, ich glaube, es basiert auch vieles auf Klischees und die werden immer wieder aufgegriffen. Man liest Sachen, man führt Frau, folgt, Punkt. Das macht so Spaß, finde ich auch ganz okay. Ich suche halt einfach nach was anderem. Und ich glaube auch da wieder zu merken, ja, es gibt viele Leute, viele Wünsche. Am schönsten finde ich eigentlich, wenn es nicht mehr klar ist, wer jetzt führt und folgt. Und manchmal finde ich es auch doof, das überhaupt so zu trennen. Oder ich habe das Gefühl, man baut da manchmal auch einen Graben. Wenn ich mich sehr weich fühle, dann tanze ich mit gewissen Männern lieber nicht, weil ich weiß, das wird mir körperlich nicht sehr gut tun. Und wenn ich führe, habe ich das Gefühl, kann ich diese Weichheit eher auch behalten. Oder meistens sind ja Frauen auch weicher. Also ein gegenseitiges Geben. Ne? Also der Tango kann nur werden, wenn beide Seiten geben.
erstmal gut sein zu sich selbst im Tango auch. Die Tanzpartner beim Tango haben ganz klare Rollen. Der eine ist der Führende und der andere ist der Folgende. Und es ist auch gut so, dass sich da jeder dran hält. Ich will mir da jetzt natürlich keine Feinde machen, ne? Aber sie hat ihre Rolle und die muss sie auch ausführen können. Diesen Raum muss sie bekommen. Ich gebe gerne viel Freiheit meiner Tanzpartnerin. Tango vermittelt einem ein Gefühl von Nähe, aber es ist eine schöne Illusion. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass es eben 15 schöne Minuten sind und dann ist wieder gut. Und sollte da nicht zu viel hineininterpretieren. Was im Tango wunderbar funktioniert, das kann im Alltag ganz fürchterlich schief gehen. Könnte es denn auch sein, dass der Tango deswegen unglücklich macht, weil er so eine Nähe vorspielt, die dann aber eigentlich doch nicht vorhanden ist? Also ich finde, Tango macht nicht unglücklich, sondern das Gegenteil. Tango macht glücklich. Ich frage mich oftmals abends, wenn ich ausgehe, ja, lohnt es sich jetzt noch rauszugehen? Ja? Es ist Winter, es ist kalt. Setze ich mich jetzt noch mal ins Auto, fahre irgendwo hin, in der Hoffnung auf ein paar schöne Tänze. Und fast immer, also in 90% der Fälle lohnt es sich. Ja, selbst wenn die Tänze vielleicht nur durchschnittlich sind, ist es immer schön, unter Menschen zu sein und ja, die Einsamkeit nicht zu spüren in dem Moment. Kam immer mehr so in mir das Gefühl auf, dass ich meine innere schlechte Spannung, negative Spannung wegtanzen kann. Ich kann sie regelrecht nehmen und ich kann dann hingehen und mir eine Geschichte überlegen. Ich würde schon sagen, ja, es hat mich eigentlich so gepackt, dass ich das brauche. Ich habe vor kurzem gemerkt, dass das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte, eben sehr guter Tango-Tänzer zu werden und dann auch als Lehrer gefragt zu sein, das funktioniert irgendwie. Die Leute erkennen es an, denen gefällt, wie ich tanze, mir gefällt, wie ich tanzen kann. Damit zusammen hängt auch eben jetzt die Idee, in eine andere Stadt zu ziehen, um mich selber als Künstler weiterzubilden.
Ich freue mich darauf, woanders zu sein und irgendwie ist es auch das Teil von dem Leben, was ich mir jetzt ausgesucht habe mit dem Tango. Ja, wir fahren nach Wien. Ja. Und du so? Lass uns mal dieses... Es ist verführerisch, jeden Abend sich frei entscheiden zu können, wohin ich gehe, welchen Spaß ich habe, bis wohin. Ja, das ist die absolute Wahlfreiheit. Und vielleicht hält Tango in dieser Form auch einsam. Ja, vielleicht ist das der Anlass dafür zu sagen, ich möchte mich nicht binden. Ja, die Frauen, mit denen ich so tanze, die sind ja alle ungefähr Kopf kleiner. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass die sich nicht an meinem schönen Hals kratzen. Und ja, ist guter Stil, jetzt noch mal kurz sauber auszurasieren, ordentliche Frisur zu haben, gut zu duften. Und dann lehnen sich die Tanzpartnerinnen auch gern hier an. Wie geht's dir? Ja, super. Es ist Tango-Marathon. Kann es noch besser werden? Vor allem in Freiburg, ne? Ah ja, vor der eigenen Haustür. In meinem 16 Quadratmeter Zimmer eine Gästin. Jetzt nur tanzen und genießen. Nur tanzen, genau. Dankeschön. Ja, wahrscheinlich morgens ins Bett und dann irgendwann mittags wieder aufstehen und dann wieder tanzen. Hey Ruben, was isst du denn an? Ja, ich weiß gar nicht, was du hast. Das ist doch wunderbar. Das ist doch richtig festlich. Ja, ja, und der Pulli, ja mein Gott, ein bisschen rustikal, aber wenn die ganzen anderen Leute so fein angezogen sind, warum soll ich mir da jetzt hier... Ach, nee, das ist mir irgendwie unangenehm, dann fühle ich mich irgendwie deplatziert.
hatte mehr Lust auf so ein bisschen Gemütlichkeit. Und ich fand es so in der letzten Zeit beim Tango alles ein bisschen ungemütlich. Wieso? Wenn die Gesellschaft so versteinert wird, ne, macht es irgendwie keinen Spaß mehr. Wenn man sich irgendwie dafür schämen muss, dass man im Raum lacht. Also ich kann da immer nicht so richtig dran glauben, dass irgendwie nur weil man gut tanzen kann, dass man deswegen so unterkühlt werden muss und so witzlos. Da entstehen nicht die Art von Kontakte, die ich haben will. Also es geht, glaube ich, um sehr begrenzte Werte. Es geht darum, gut auszusehen und gut zu tanzen. Und es geht nicht darum, sich für seine Mitmenschen zu interessieren. Die Szene, der Tanz, ist ein sehr begrenztes System. Wir sind eine Interessengemeinschaft. Wir wollen möglichst gut und intensiv und schön miteinander tanzen. Meistens hocken wir ja doch irgendwie am Rande der Tanzfläche und gucken so nach dem nächsten Tanz. Und wenn dann mal Pause ist, geht es eigentlich immer darum, wie findest du den DJ? Mit wem hast du schon getanzt? Also man kann fast schon sagen, das sind ziemlich standardisierte, routinierte Frage- und Antwortspiele. Die Frage stelle ich mir immer öfter, ja, möchte ich das, was ich jetzt 14 Jahre lang gemacht habe, auch die nächsten Jahre so machen? Ja, ich möchte auch nicht irgendwann mit 50 auf einem Marathon rumspringen. Die Zeit von Mitte 30 bis, naja, für uns Männer vielleicht Mitte 45 ist die Zeit, wo wir uns fragen müssen, legen wir uns noch eine Familie zu oder lassen wir es sein? Ja? Sollte ich eine hübsche finden und sage, komm, wir kaufen uns ein Haus, schaffen uns noch 2 Kinder an, Hund und Katze, dann ist mit Tango wahrscheinlich nicht mehr allzu viel los. Irgendwann treffe ich die Entscheidung und ziehe es durch. Dann gucke ich, dass ich mit dir in die Kinderspielgruppe komme. Das würde ich dir aber auch raten, ne? So. Wie fein wollen wir die Zwiebeln haben? Sehr fein. Sehr fein. Hast einen Ich mag Ingwer, weil das steigert die Potenz. Ich kriege alle paar Jahre von meinen koreanischen Geschäftspartnern Ingwer Gold Edition geschenkt, ja. Da kommst du dann immer so, ha, Mr. Walker, ist gut for men. Ruben, du hast mir was ganz Schockierendes erzählt. Ich war dann vor allen Dingen schockiert, dass dir das ebenfalls passiert ist. Klar. Und da habe ich echt gedacht, das gibt's ja gar nicht. Was ist passiert? Ich habe eine Lady aufgefordert und dann fingen wir an, in der Ecke zu tanzen. Und das ist schon mal schlecht. Und dann dann kam ich nicht voran, ne? Weil hinten waren Tänzer, vorne waren Tänzer und die haben sich alle nicht wirklich bewegt. Und es war plötzlich extrem eng. Der Tanz war zu Ende und sie hat mich halt, vielen Dank, thank you. Und da habe ich echt gedacht, was zum Teufel? Es war einfach nur krass, dass die Frau einfach alle Tango-Anstandsregeln einfach missachtet und einen stehen lässt. Und anscheinend ist es dir auch passiert und du tanzt ja auch nicht gerade selten. Du musst nur die falschen Frauen raussuchen, dann passiert es dir garantiert. Das war echt der Hammer. Ja.
Ich habe noch wirklich keine Frau stehen lassen. Noch nie. Obwohl ich echt gekämpft habe, wie im Steinbruch. Aber wenn einem fast der Rücken gebrochen wird oder so, finde ich, ist das ein guter Grund, um nach einem Tanz aufzuhören. Okay, also ich Aber bin da halt habt nie ihr die, wahrscheinlich ich bin mehr. halt nie die Frau. Das stimmt. Ich bin halt nie die Frau. Ich weiß nicht, wie es einem da ergeht. Hast du schon mal mit Ruben getanzt? Wir haben schon mal getanzt, aber schon sehr lange her. Ja. Müssten wir vielleicht probieren, dann kann ich dir sagen. Wieder Rückenschmerzen bekommen. Deswegen gibt es diese Mottenkiste an sozialen Festlegungen. Ja? Ja. Dieses, es darf nur aufgefordert werden von Mann zu Frau und nur mit Blicken. So dieses ganze argentinische Vorkriegs-Klischee, das hier in Europa eigentlich Okay. nichts zu suchen hat. Ja, aber dann sag mal was dich am meisten stört. Das interessiert mich jetzt mal. Ich finde die Rollenaufteilung nicht zeitgemäß. Also Männer führen und die Frauen folgen. Oder dass das einfach so fixiert wird und dass man sich als Frau manchmal rechtfertigen muss, wenn man führt oder böse Blicke erntet, wenn man tanzt, Ich habe dich noch nie böse angeguckt. Ja, oder tanzen rückwärts und sagen nachher, ja, lern du zuerst mal führen oder irgendwie so. Ja gut. Klar, das ist unerfreulich. Oh ja, so Lehrer auf der Tanzfläche. Es gibt nichts Schöneres. Ja. Das nannte sich die soziale Tanda. War schön, weil ich glaube, wir Männer haben auch alle so ein bisschen unser Beuteschema. Ja? Ich erwähne jetzt meines nicht. Ja. In so einer sozialen Tanda, ja, da tanzt auf einmal, was weiß ich, mit einer älteren oder mit einer dickeren oder mit einer dünneren oder mit einer kleinen oder mit einer Riesenfrau. Und das ist ganz interessant, was du da entdeckst. Wie kommst du da drauf? Ja, das ist beneidenswert, echt. Ja. Der hat echt einen geilsten Job. Ja, aber mit dem habe ich mich mal echt ein bisschen nur morgens unterhalten. Den habe ich in Shanghai getroffen, letztes Jahr, ganz zufällig. Und dann haben wir uns daheim zusammengesetzt und ein Bier getrunken und bis morgens um 7. Also wir waren eigentlich ganz schön angetrunken und haben immer über Tango geredet. Das war unglaublich. Also ich habe nicht den Fall. Wie schön. Ja, mach jeden Abend so in meinem Zimmer.